Mein Name ist Charles Usor. Ich bin ursprünglich von Nigeria und bin 1968 in die Schweiz gekommen als Flüchtender aus dem Biafra-Krieg. Habe dann in St. Gallen meine Schule absolviert und nachher bin ich auf Rom für ein Jahr und dann mit Unterbrüchen über Bern dann nach London, wo ich mein Studium dann abgeschlossen habe. Ich habe Oboe studiert und habe dann gleichzeitig aber auch, nachdem ich beim Hans-Ulrich Lehmann Komposition studiert habe in Zürich, in London auch beim Hans-Werner Henze studiert, wenn man das so sagen kann. Es war so ein schlagsiger Unterricht gewesen, mehr oder weniger, bei ihm privat daheim in einem noblen Viertel, und das hat mir alles sehr viel Eindruck gemacht, aber gelernt habe ich, muss ich ehrlich sagen, nicht so wahnsinnig viel dort. Ich bin dann nachher zurück in die Schweiz gekommen und habe dann, das war für mich so fast eine Erleuchtung gewesen. Ich habe das Gefühl, ich sei sehr ein hervorragender Oboist und habe dann natürlich in einem super guten Orchester erste Oboe spielen und habe dann aber gemerkt, dass es andere gute Oboisten gibt und habe nach 3 Probespielen dann beschlossen, dass ich das nicht mehr weitermache. Ich habe dann aber, bin nicht so frustriert gewesen, sondern habe das als Chance genommen, einen anderen Weg oder eine andere Neigung, die ich habe, und das ist so die pädagogische, noch weiterzuentwickeln, und habe dann sehr bescheiden in einer Sekundarschule auf dem Land, also wirklich neben den Mistgabeln und den Bauern, habe ich dort Musik unterrichtet und alle möglichen Fächer. Und das hat mir gut getan. Also es hat mich so ein bisschen runtergebracht von meinem Dünkel, von der Ausbildung her. Und das hat mir auch sehr, sehr gefallen, mit diesen Bauernkindern. Musik auf ganz tiefer Stufe, aber sehr beherzt und sehr innerlich Musik zu machen. Komposition ist, glaube ich, schon mein Leben. Das ist das, wo mich schon seit ich bewusst Musik mache, beschäftigt. Also für mich einfach entscheidend, wie wird Komposition zu einer gesellschaftlichen Sache und nicht zu einer nur persönlichen. Das Ereignis vom Tod von George Floyd hat mich nicht losgelassen. Und ich habe das mehrmals geschaut, das ist auch immer wieder gekommen, auf CNN vor allem. Dann bei New York Times habe ich da noch genauer nachgeschaut. Der New Yorker hat eine grosse Reportage gemacht darüber. Also es hat mich nicht losgelassen und ich war sprachlos gewesen. Also ich habe eigentlich kein Mittel gefunden, um dieser Sache oder meinem Gefühl dieser Sache gegenüber gerecht zu werden. Es hat einen menschlichen Aspekt von dem Ereignis gehabt, wo mich über das Politische hinweg noch beschäftigt hat. Nämlich, wie kann das sein? Also ich habe mir das einfach vorgestellt, wie kann das sein, dass man jemanden in dieser Zeitlupe umbringt und der Polizist hat gewusst, wohin das führt. Weil es ist ja nicht so gewesen, dass niemand ihm das gesagt hat. Also die Leute, die drumherum gestanden sind, haben gesagt, he's going to die, he's dying, he can't breathe. Und der George Floyd hat nach seiner Mutter gerufen, er hat geröchelt. Also es ist so augenscheinlich gewesen, dass der stirbt. Und das ist ja so, also man sieht dann auch das Gesicht von Derek Chauvin, wie das Gesicht so wie versteinert ist. Eigentlich keine Rührung zeigt und wie apathisch, also eigentlich krank, so. Also krank an Emotionen, so. Und das hat mich fasziniert und das hat mir selber wie die Luft abgewürgt. Das Aufschreiben ist dann, glaube ich, für mich eine Möglichkeit gewesen, um mit dem fertig zu werden. Also fertig, nicht fertig, aber mit dem umzugehen. Also es ist eigentlich nichts anderes als atmen in der Zeit, wo George Floyd stirbt. Für das Stück ist die Zahl an sich wichtig, weil das ist eine Länge, die fast
unmenschlich ist, auszuhalten. Also, der John Cage hat das Stück 4 Minuten 33, wo auch schon sehr lang ist und wo ein Statement also einmalig natürlich, da kann man nicht toppen, ein Statement von Cage, wo apolitisch ist, wo eigentlich sagt, dass leere Stille gleichwertig ist wie Musik und in dem Sinn jeder Anspruch an ein Werk obsolet ist. Und das Statement ist beeindruckend, aber angesichts vom Tod ist Zeit mehr als nichts. Also es ist die Zeit, die abläuft, und das ist mir wichtig als Gegenstatement zum John Cage, dass eben darauf ankommt, wie lang das die 8 Minuten 46 Sekunden sind. Und das spiegelt sich im Stück formal, dass 2 Teile eigentlich da sind. Ein Teil, wo man das Schnaufen gut hört, und ein Teil, wo man das Schnaufen nicht mehr hört. Also es ist nicht, dass man den nicht mehr schnauft, sondern dass das Schnaufen unhörbar soll werden. Also es wird dann etwas so Persönliches, dass man es fast nicht aushaltet. Und das ist dann tatsächlich auch bei der ersten Uraufführung dann so gewesen. Das geht einfach wirklich unter die Haut. Und auch im Publikum hat es von Schluchzen bis Leute, die aus dem Saal raus gestürmt sind, verschiedene Reaktionen gegeben. Also es ist erstaunlich, wie das Schnaufen, wo das erste Element ist vom Leben, so viel kann bewirken. Und plötzlich hat Mark Sattler mir geschrieben, Luzern Festival würde gerne mit mir zusammen arbeiten. Kann ich da etwas entgegensetzen oder weiterführen im Sinn von einer Auflösung oder im Sinn von einer Versöhnung oder im Sinn von einer Redemption oder eben im Sinn von einer Katharsis? Und das Wort Katharsis habe ich vorher schon sehr interessant gefunden, weil die aristotelische Lehre von Schrecken mit Läuterung, das hat mich immer fasziniert und immer auch gestört. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist ein Konstrukt, darum auch im Titel Katharsis Kalkül, weil man geht davon aus, dass nachher etwas besser ist. Also, dass man das Schreckliche muss erleben, dass man nachher eine Läuterung kann erleben. Aber es ist, wenn man das genau nimmt und materialistisch genau nimmt, ist es eigentlich eine Instrumentalisierung vom Schrecken und vom Leiden. Und es ist eine Perspektive, die wechselt. Also diejenige Person, die unter dem Schrecken leidet, die ist nicht fähig zu einer Katharsis. Es ist möglich für mich als Komponist, der das gesehen hat, kann ich das verarbeiten, kann mich beschäftigen damit und kann dann vielleicht zu einer Läuterung oder zu einer Einsicht kommen oder so. Aber das ist eine andere Perspektive. Und das wollte ich in diesem Stück aufzeigen. Und da ist noch schwierig, das aufzuzeigen, weil Katharsis schafft ja mit schön und hässlich. Ich habe in dem Stück Anzahl, also es sind wirklich 108 Akkorde, wo eigentlich alle sehr schön sind oder als sehr schön können empfunden werden. Die sind so angelegt, dass es pentatonisch wirklich sehr eingänglich und sehr schön wirkt und eben die heilende Wirkung auslöst. Das wird aber konfrontiert mit denselben Akkorden, die transponiert sind und wo von hinten nach vorne gespielt werden. Also ich tue eigentlich alle die Akkorde in 2 Gesichter zeigen, und zwar gleichzeitig. Und das kann einen wahrscheinlich zerreissen oder fast zerreissen. Also das Schöne kommt dann etwas sehr Schreckliches über und umgekehrt. Und das geht dann eigentlich durch die ganzen 20 Minuten durch einen Sog und durch ein Momentum, hoffentlich von Anfang bis zum Schluss zieht sich das durch.